Hallo und herzlich willkommen zurück zu Deus Ex Human Revolution, hier wieder in Hengsha. Oh, wenn Sie diese Tür benutzen, gibt es kein Zurück mehr. Sind Sie sicher, dass Sie weitergehen möchten? Ja. Das hört sich ja vielversprechend an. Jetzt bin ich gespannt. Au. Unangenehm. Fehler? Oh. Das sind lauter Leute gerade umgekippt. Störimpulse für Leute mit Augmentierung? Ja, sie hat augmentierte Beine. Augmentierte Beine wären sicher lustig. Jensen, the World Health Organization is advising all augmented patients to check in with Lim. There's a problem with biochip technology. The glitches I've been experiencing. We've all had them. So far, I can't determine why. You heading to a clinic? I'm running a few more tests. Ach, sie hat auch welche. But since I can't exactly run them on you, and we don't know when you'll be back, you might not want to wait. Up to you. Ja, ich würde ja gerne hier Medical. Ist jetzt, ich dachte, das ist jetzt die Limb-Klinik. Ach, da hinten ist sie. Direkt dran vorbeigelaufen. Trottel. Hey Leute. Das ist eine coole Rüstung. So was würde ich auch. You here for recall? There is problem with the peripheral nerve interface. We fixed with upgraded chip. You want it, yes? Sie wollen, ja? Ja. Yeah, name's Jensen. I will tell surgery. You buy something else? Cool, ich kann noch ein Praxiskit kaufen. I'm ready. Jetzt bin ich gespannt, ob mich das schädigt oder ob das die richtige Entscheidung war oder die falsche. Einfach mal schnell ausgetauscht. Noch ein paar Satzteile. Mr. Jensen, right? Der da? I am not mistaken. You are Mr. Jensen, right? That depends. Who's asking? I am sorry, Mr. Jensen. I am being impolite. My name is Wing Hui. I am a doctor here. I can see that. What I really meant to ask is, how do you know who I am? Yes, of course. Excuse me, for I am a bit nervous. Bell Tower agents were here a while ago, looking for a man who fits your description. When I heard what they were saying of you, it occurred to me that you might be exactly the person I need. Need for what, exactly? Tread carefully, Doc, because I'm about one step away from losing my patience here. No, please, you misunderstand. I only wish to talk to you about something. And it is not an easy subject to discuss, as it is a rather sensitive matter. Truly, Mr. Jensen, I would never force anyone to do something against their will. On that, you have my word. Glad to hear it. So what's this all about then? I'm afraid I won't be able to go into very much details. Not before I know you are really willing to help. But I need someone to help me to stop a very dangerous augmented soldier, and possibly his squad mates. If everything Bell Tower said of you is true, then you would seem the good fit for this job. Yeah, Leute abknallen, bin ich voll dabei. Fine, I'll do it. Just tell me more. Thank you. Now please, understand that I am to give you sensitive information on multiple parties. Spöttisch. Sie werden überrascht, wie viele geheime Informationen jeden Tag zugespielt werden. Nein, I understand, Doc. You can count on my discretion. I appreciate it, Mr. Jensen. Obviously, you are familiar with Bell Tower and the role they have in this city. What you may not be familiar with, however, is the fact that sometimes they contract limb doctors like myself to work in private clinics on special projects. What kind of special projects? What you Americans call black operations. Bell Tower selects some of their best soldiers and make them to be super augmented with experimental, top-secret hardware. Not to sound too jaded, Doc,
But none of that comes as a big surprise. Stuff like that's been going on for years. Yes. Your government and mine have both been guilty of this practice, I am sure. But Bell Tower is not a government. They are a private corporation. A private army on sale to the highest bidder. Is this about stopping Bell Tower then? Because as much as I might hate them right now, I'm only one man. No. It is not all of Bell Tower I need help with. It is just one of their covert operatives, a man named Michael Zelazny. He was implanted with experimental hardware, and to an extent that is way beyond legal regulations. I am ashamed to say I have operated on him myself, and he has been used in countless secret operations for the Chinese and others. Klingt nach einem Kerl, der nicht außer Kontrolle geraten sollte. Entschuldigung. Ich kann jetzt nicht anders. Das könnte jetzt fast witzig werden. Super augmented, silent and deadly. I just might end up enjoying this. The death of another person is not something to be enjoyed, Mr. Jensen. And this man is not someone to be played with. He and his unit have gone rogue a month ago. 2 weeks later, they were most likely responsible for the murder of a city official. And then, a few days ago, they contacted me. Mr. Zelazny needed urgent help with one of his squad mates' augmentations. I take it you said you would help. They sent me to the back store of a meat shop near Pandang Road, in the Yutzao district. There, I performed emergency repairs on one of the agent's augs, a servo replacement. I believe this back store is their hideout, Mr. Jensen. You must go there and make Mr. Zelazny hear reason. Sarkastisch. Yeah, I mean, what are super augmented killing machines known for, if not their unmatched love for dialogue? I'm sure nothing could go wrong. Do not be too eager to dismiss the possibility of speaking to him, Mr. Jensen. Mr. Zelazny is a soldier, not a maniac. Your own unique situation will no doubt resonate with him. But if things do turn sour and he must be terminated, I think you are a good candidate to get it done. Or at least, survive. Okay, dann hatte ich, glaube ich, noch Praxispunkte. 2 verfügbare Praxis und damit kaufe ich mir den Sozialoptimierer. Damit kann ich jetzt mir Infos bei Gesprächen rauskitzeln und eventuell den Typen sogar nachher einfacher überreden. Das sollte mir gelegen kommen. Zumindest vor allem in der Mission. Und es wäre mir wahrscheinlich auch vorher schon wesentlich gelegener gekommen. Ach ja, ich darf denen nicht über den Weg laufen. Da war was. Wie komme ich jetzt darüber? Gute Frage, gute Frage. Ich meine, ich könnte natürlich Bell Tower hier auch einfach über den Haufen schießen. Das hat er kurz gespeichert. Ma'am, have you seen a heavily augmented white male today? Mit einem langen Mantel und Sonnenbrille. Ich bin gerade an ihm vorbeigelaufen. Ich hoffe, ich komme auf die Art und Weise dahin, wo ich hin will. Immer ein bisschen. Hey, I know you. You're the one Bell Tower is looking for. I seen your picture. You got the wrong guy. What's it worth to you for me to think so? Be a simple thing for me to yell out. Maybe a few credits keep my mouth shut, huh? Mir kriegen sie nicht zum Bell Tower begeistert sein, wenn sie falschen Alarm schlägen. How about I find some other way to keep it shut? Permanently. That won't be necessary. I see now that you're much taller than the man they're looking for. I thought you might see things that way. Now move it. Immerhin musste ich ihn nicht wegpusten. Manchmal ist die Androhung von Gewalt schon ausreichend. Back away, sir. This is none of your business. Ja, bin ich schon. Come out! Jetzt muss ich nur mal ganz kurz gucken. Map. Wo muss ich hin?
Hä? Nee, hier. Behauptet er, wären meine... Also hier geht's zur Hauptmission und wo geht's zur Nebenmission? Ah, wahrscheinlich über den District hier. Wie komme ich da hin? Äpfelhiller. Jetzt bin ich gespannt, ob ich mich irre oder nicht. Ah, so oder so muss ich in diesen anderen Distrikt, deswegen. Die lagen übereinander, deswegen habe ich es nicht gesehen. Jetzt geht's weiter. Mr. Jensen, Hugh Darrow here. Please forgive this intrusion, but David assured me of your cooperation and discretion. I find myself in need of some assistance. I'm listening. A contact of mine, Meng Yao, is in Hengsha, waiting to fill you in. I'll upload her coordinates now. Und noch eine Nebenmission bekommen. Jetzt haben sie sich die ganze Zeit mit Nebenmissionen voll zurückgehalten. Ich will eigentlich hier hin. Ich bin hier. Und ich muss weiter hoch. Deswegen. So, Nummer 1, Nummer 2. Mal sehen, wie weit ich da komme. Ob ich eventuell darüber komme. Hier war ich wohl schon mal. Ach, das ist die Wohnung von dem einen Typen, der das Mädel ermordet hat. Jetzt bin ich über dem Hive. Boah, wenn wir jetzt schon da sind. Mr. Jensen, right? Thank you for your time. I am Meng Yao, an associate of Mr. Darrow's. I'm in charge of one of his divisions here in Hengsha. You come highly recommended. Really? Your boss described you as a most precious asset. Apparently, you are very efficient and always get the job done. We could definitely use a man like you for this operation. Persönlichkeitstyp Beta. Ich mag es nicht, ausgeliehen zu werden. Kalt welche Operationen aufgeschlossen. Hoffen wir, dass Let's hope his confidence is well placed then. Oh, I'm sure it is. Mr. Darrow doesn't trust just anyone. We need you to help us stop a group of terrorists who are threatening the Panchaea project. It is not an easy task. Are you sure you are up to it? Ja, Okay, I'll help out. Excellent. Here's the situation. It has come to our attention that these terrorists possess highly classified proprietary information about Panchaea. We've been able to convince them to sell it to one of our agents, a man named Lo Fei. The meeting is supposed to take place near the Alice Garden Pods in the Daigong district. And you want me to crash this meeting? Actually, there will not be a meeting. We are sending you alone to ensure Mr. Fei's safety. The terrorists will not be expecting that, and will have the information with them on a data chip. You have to neutralize all of the sellers and retrieve the chip so you can bring it to me. I don't get it. If Faye set up the meeting, why risk sending me in his stead? Why doesn't he or even some of your other agents drop in on the sellers and take the chip? Because Mr. Darrow wants an absolute guarantee that there will be no casualties. We will not play by their rules. We want them arrested and questioned, then properly prosecuted and sentenced. This will require stealth and efficiency. Also That's why Effizienz a bin ich man da, with your aber particular Stealth skills will be indispensable. Anything else I need to know? The sellers are expecting Mr. Fei and Mr. Fei alone. If they spot you, they will shoot on sight. Need I point out this might make your job a lot harder? Story of my life. Hätten die das mir vielleicht vorher sagen können, dass ich die Leute verhören muss? Weil eigentlich will ich die gar nicht verhören, sondern ich will die Leute abknallen.
Das ist jetzt eigentlich überhaupt nicht mein Stil. Kann ich das Ding auch wieder abbrechen? Das ist jetzt keine Mission, auf die ich mich freuen würde, wenn ich ehrlich bin. Jetzt habe ich nochmal gespeichert. Und hier muss ich hin. In das Hinterzimmer der Fleischerei eindringen. Da war ich schon mal drin, wie es ausschaut. Jetzt muss ich noch die Infos finden. Wie auch immer ich hier drin noch was finden soll an Infos. Was sagt denn das Questlog? Aber seine Männer waren schon weg, nur eine Leiche haben sie da gelassen. Ich sollte nach Hinweisen auf ein neues Versteck suchen. Okay, da ist nix, da ist nix. Ah, PDA. Aufbruch. Selazny spürt, dass er dieses Versteck nicht mehr sicher ist. Er hat vor, das Lager in den Untergrund zu verlegen. Hab gehört, dass ein paar Leute aus seinem Team von einem sicheren Ort in der Kanalisation geredet haben. Die Lage wird langsam bedrohlich. Ich fürchte, sie sind mir auf die Schliche gekommen. Habe einen von ihnen beim Durchwühlen meiner Sachen erwischt. Wann kannst du herkommen, die Kerle erledigen? Ich muss hier schnellstmöglich raus. Ja, okay, damit wissen wir, dass wir woanders hin müssen. Wohin eigentlich? Ja? Der tote Soldat hat ein PDA. Ich soll mal einen Blick darauf werfen. Vielleicht finde ich eine Spur. Ja, habe ich doch schon geguckt. Ja, okay. Kanalisation. Wo finde ich die Kanalisation? Unten. Okay. Oh, damit bin ich auch wieder hier. Und ich bin einen riesen Umweg gelaufen. Da war doch beim Hive Club daneben an irgendwo. War da nicht irgendwo ein Eingang zur Kanalisation? Aber ich glaube, dass eben der Hive Club hier gar nicht in der Gegend war. Das war ein anderer Distrikt. Dann erstmal Main Story oder erstmal nicht Main Story? Das ist die Frage. Tja, jetzt muss ich wieder den Eingang in die Kanalisation suchen. Oder war die hier irgendwo? Ah, hier ist eine Kanalisation. Cool. Dann schauen wir uns doch mal den Kanal hier an. Top, 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 top. Okay. Dass das hier immer solche Labyrinthe sein müssen, aber okay, ist eine Kanalisation. Ich speichere nochmal. Und ich muss zugeben, da würde ich dann tatsächlich auch für heute hier Schluss machen. Dann können wir das nächste Mal auf Jagd gehen. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.